Hallo, mein Name ist Luca Küppers und ich arbeite als Produktmanager bei der Laufenberg GmbH. Von meinem Umfeld werde ich häufig gefragt, Luca, was stellt die Laufenberg GmbH überhaupt her? Wenn ich dann sage, dass wir Release-Liner herstellen, schaue ich meistens in leere Gesichter, weil sich keiner so recht vorstellen kann, was Release-Liner überhaupt sind. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ein kurzes Video aufzunehmen, um kurz zu erläutern, was Release-Liner im Allgemeinen sind und was man damit machen kann. Im Allgemeinen sind Release-Liner Trennpapiere oder Folien, die durch eine spezielle Beschichtung ermöglichen, ein Substrat aufzubringen und es rückstandslos wieder abzuziehen. Diese Eigenschaft kann man zum Beispiel mit einer Silikonbeschichtung erreichen. Eine Silikonbeschichtung realisiert die Laufenberg GmbH schon seit nunmehr als 60 Jahren. Die Silikonbeschichtung kann man zum einen lösungsmittelfrei oder auch lösungsmittelhaltig realisieren. Wobei der Vorteil der lösungsmittelfreien Variante auf der Hand liegt, es ist einfach umweltschonender, weswegen sich die Laufenberg GmbH dazu entschlossen hat, lediglich lösungsmittelfreie Silikonformulierungen zu verwenden. Apropos Silikonisierung. Wir werden von unseren Kunden häufig gefragt, wie kann ich überprüfen, ob die Seite meines Materials silikonisiert oder nicht silikonisiert ist. Um dies zu veranschaulichen, habe ich zwei kurze Tests mitgebracht, die ich kurz zeigen möchte. Zum einen den sogenannten Filzstifttest und zum anderen den sogenannten Haftnotiztest. Beginnen möchte ich mit dem eben schon erwähnten Filzstifttest. Dafür benötigt man, wie gesagt, einen handelsüblichen Filzstift. Schreibt man nun mit dem Filzstift auf dieses rechte Material, erkennt man, dass es beschreibbar ist, was darauf hindeutet, dass dieses Material nicht silikonisiert ist. Wiederholt man das Ganze mit dem hier links liegenden Material, erkennt man, dass sich der Farbstoff des Filzstiftes zusammenzieht, eine Beschreibbarkeit nicht gewährleistet ist, was wiederum darauf hindeutet, dass dieses Material silikonisiert ist. Weitermachen möchte ich mit dem sogenannten Haftnotiztest. Für den Haftnotiztest benötigt man handelsübliche Haftnotizen. Klebt man nun eine Haftnotiz auf das rechts liegende Material, drückt diese Haftnotiz ein bisschen fest und schüttelt das Papier, sieht man, dass die Haftnotiz haften bleibt, was darauf hindeutet, dass das Material unsilikonisiert ist. Wiederholt man das Ganze mit dem hier links liegenden Material, erkennt man, wenn man das Papier schüttelt, dass die Haftnotiz sich ablöst, was eine gewisse Trennwirkung bescheinigt und dafür spricht, dass das Material silikonisiert wurde. Wenn wir über das Thema Silikonisierung sprechen, muss man berücksichtigen, dass es nicht nur die eine Silikonisierung gibt, sondern viele verschiedene. Wenn man Silikonisierungen kategorisieren möchte, kann man das tun, indem man diese in Leichttrennende, also Easy Release, oder Schwertrennende, oder wie wir sie nennen, abgestufte Silikonisierungen einordnen. Nun kann man sich natürlich berechtigterweise die Frage stellen, wieso möchte ich etwas, was ich extra beschichtet habe, damit es leichttrennend ist, schwerer trennend machen. Um dies näher zu erläutern, möchte ich ein kurzes Anwendungsbeispiel anhand einer Klebebandrolle geben. Bei einer Klebebandrolle wird ein silikonisiertes Papier einseitig mit Klebstoff beschichtet und ineinander aufgerollt. Wenn man jetzt nun dieses Klebeband wieder abrollt und dieses Klebeband nur einseitig silikonisiert wäre, würde der Klebstoff von dieser Seite auf die Rückseite umspulen. Dies möchte ich anhand eines kurzen Anwendungsbeispiels näher erläutern. Wenn ich nun einen Klebstoff auf dieses leichttrennend beschichtete Papier aufbringe, diesen kurz festdrücke und diesen Klebstoff dann mit einem schwertrennend beschichteten Papier abdecke und diesen auch wieder kurz festdrücke und daraufhin delaminiere, sieht man, dass der Klebstoff von der leichttrennenden Seite auf die abgestufte Seite übertragen wird, was das Produkt unbrauchbar macht. Wenn ich das Ganze nun andersherum mache, das bedeutet den Klebstoff auf die abgestufte Seite aufbringe, kurz festdrücke und dann mit der Leichttrennvariante abdecke, dann wieder kurz festdrücke und daraufhin wieder delaminiere, sieht man, dass der Klebstoff auf der abgestuften Seite verbleibt, was das Produkt nutzbar macht, was gut ist. Uns bei der Laufenberg GmbH ist es jedoch nicht nur möglich, zwischen abgestuft und Leichttrenn zu unterscheiden, sondern wir haben viele Zwischenstufen an Trennwerten, die wir realisieren können. Dies ermöglicht es uns, für Ihren Prozess den optimalen Trennwert zu finden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen durch dieses Video nahebringen, was Release-Liner im Allgemeinen sind und was man damit machen kann und hoffe, dass Sie auch im nächsten Video wieder mit dabei sind.